Hallo und herzlich willkommen im Gira-Forum. Es freut mich ganz besonders, dass wir gerade jetzt um die Mittagszeit einen sehr spannenden Vortrag haben. Es geht um Roboter auf der Baustelle und serielles Bauen. Und bei mir sind super tolle Gäste. Zum einen haben wir die Maximiliane Straub. Sie ist Fachbereichsleiterin Innovation und Startups bei Goldbeck. Und neben mir steht Robert Kroth. Er ist Geschäftsführer von 80 Sekunden Neues Bauen. Und da freut es mich ganz besonders, dass Gira jetzt auch Partner ist bei 80 Sekunden Neues Bauen. Da geht es hauptsächlich darum, und man hat sich zum Ziel gesetzt, das Handwerk zu unterstützen. Man will noch digitaler werden und auch Lösungen finden, um dem Wohnungsmangel zu begegnen. Ein sehr entscheidendes Thema, deswegen freuen wir uns natürlich auch sehr, dass Gira dabei ist, weil Gira natürlich immer schon ein Förderer nicht nur des Handwerks war, sondern auch sehr innovative Lösungen immer für den Wohnungsbau zur Verfügung hat. Auf dieser Messe hier sieht man das einmal mehr. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Sehr, sehr gerne. Und jetzt wünsche ich uns allen viel Spaß bei eurem Expertentalk. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, 80 Sekunden, das ist jetzt nicht die Aussage, dass dieser Talk nur 80 Sekunden dauert, meine Damen und Herren, sondern das heißt im umgekehrten Fall, dass alle 80 Sekunden eigentlich eine Wohneinheit in Deutschland fertig werden müsste, wenn denn das Versprechen der Bundesregierung eintreten würde, jedes Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen. Und an exakt dieser Stelle sitzen wir uns zusammen und sagen, okay, wie soll das gehen in der heutigen Situation? Alle 80 Sekunden eine Wohneinheit fertigzustellen. Und genau an der Stelle hilft es nicht, programmatische Erklärungen abzugeben, sondern man muss diejenigen zusammenholen, die es auch machen können. Dazu gehören auf der einen Seite die großen Bauunternehmen, dazu gehört die Industrie, dazu gehört aber vor allen Dingen auch das Handwerk. Denn diejenigen, die es auf der Baustelle am Ende machen, die den großen Plan Realität werden lassen, das ist das Handwerk. Und vor diesem Hintergrund freuen wir uns einmal mehr, dass wir hier heute sein dürfen, um im Herzen der Elektroinstallation bei Gira über ein Thema zu sprechen, wie man auf der Baustelle schneller, effizienter und vor allen Dingen handwerkergerechter daran arbeiten kann, dass diese 400.000 Wohnungen im Jahr entstehen und vielleicht auch ein paar mehr, denn ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei uns in der Familie suchen alle eine Wohnung und das ist verdammt schwierig im Moment eine zu finden. Eigentlich sind die 400.000 schon zu wenig, die wir heute dort annonciert haben. Deswegen ist es toll, jemanden hier dabei zu haben, der wirklich weiß, wie groß es Bauen geht, aber wer auch weiß, wie man das letztlich am Ende auf der Baustelle übersetzt. Maxi Straub ist wirklich eine absolute Expertin, was das Thema auch Robotik betrifft. Maxi, ich bin sehr froh, dass du hier dabei bist und dass wir gemeinsam daran arbeiten, auch das Handwerk zu unterstützen, um an diesem großen Thema teilzunehmen. Goldbeck ist ja ein Riesenunternehmen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich ebenfalls hier zu sein. Goldbeck, großes Unternehmen. Erzähl mir vielleicht ein bisschen was über euer Unternehmen und was du dort machst. Genau, ja, ich bin selbst Fachbereichsleiterin für Innovation und Startups bei Goldbeck. Das hat jetzt erstmal oder ist innerhalb der Produktentwicklung angesiedelt. Produktentwicklung jetzt vielleicht für ein Bauunternehmen erstmal nicht der Begriff, den man direkt auf dem Schirm hat, aber das macht uns letztendlich als Unternehmen aus. Wir machen systematisierten industriellen Hochbau. Das bedeutet, jedes Gebäude, das wir letztendlich bauen, sei es jetzt Parkhäuser, sei es jetzt Hallen, Bürogebäude, aber auch den mehrgeschossigen Wohnungsbau, haben wir so systematisiert, dass wir eben Dinge, die wir nicht sehen, standardisieren, aber trotzdem noch alles, was wir oder Dinge, die wir sehen, individualisieren können. Das heißt, wir denken unsere Gebäude als Produkte. Ja, letztendlich haben wir, wie bei einem Produkt auch, verschiedene Bauteile und Ausstattungsmerkmale, die aufeinander abgestimmt sind. Bedeutet, wir haben zum Beispiel einen Raster, an dem sich unser Gebäude orientiert. Daran orientieren sich jegliche Rohbauteile, aber letztendlich auch Ausstattungsmerkmale. Das heißt, wir haben einen hohen Wiederholungsgrad, nicht nur bei den physischen Bauteilen selbst, sondern eben auch in den Prozessen. Und gerade dieser Wiederholungsgrad, der schafft eine wunderschöne Basis auch für Innovationen. Super. Weil Innovationen sind oder basieren letztendlich darauf, dass ich auch einen Skalierungseffekt erzielen kann. Das heißt, wir denken eben nicht in dieser Losgröße 1 und Projekt 1 und wir probieren einmal eine Sache aus und machen es dann auch nur einmal auf der Baustelle, sondern
wir haben diesen Skalierungseffekt, wo wir eben sagen können, hey, wenn wir eine Sache ausprobieren, dann lass uns das doch direkt mal in allen 500 Bauprojekten so machen. Und das ist natürlich ja, eine schöne Basis, auf der wir aufbauen können. Das ist ein großes Learning. Wenn man in der Gira-Welt zu Hause ist, dann kennt man die Systemwelt 55 und da geht es auch darum, die verschiedenen Systeme und die verschiedenen Funktionen immer wiederkehrend auch miteinander verbinden zu können, um systemisch vorzugehen. Nun aber vielleicht 2, 3 Worte noch zu Goldbeck selber. Goldbeck ist ja ein Riesenunternehmen. Ihr baut wie viele Gebäude im Jahr? Über 500. Über 500 und das sind eben keine kleinen Gebäude, sondern das sind riesige Gebäude, auch öffentliche Gebäude in ganz vielen Fällen. Das heißt, ihr seid eines der größten Bauunternehmen in Deutschland, arbeitet aber lokal immer mit dem Handwerk zusammen. Natürlich. Also wir sind immer darauf angewiesen, das Handwerk vor Ort dabei zu haben, gerade das ganze Thema Ausbau, sei es jetzt im Neubau, aber auch beim Thema Bauen im Bestand, zentraler Punkt, da zusammenzuarbeiten. Wunderbar. Und wenn man sich das anschaut, was kann jetzt ein Handwerksunternehmen, nehmen wir mal einen Elektromeister, so klassisch, 10 Mitarbeiter, was kann der von so einem Riesenladen wie euch lernen? Ich bin selber keine Elektromeisterin, deswegen würde ich es gar nicht wagen, da direkt was auszusprechen. Aber ich glaube, was wir oder was unsere DNA ist Immobilien clever vorzudenken und lebenszyklusübergreifend zu denken. Und gerade diesen Produktansatz, den ich vorher erwähnt habe, das Thema Wiederholungsgrad, Standardisierung, aber auch Individualisierung, das in eine Balance zu bringen, ist glaube ich, schon mal sinnvoll, in diese Richtung zu denken, weil warum soll ich Dinge jedes Mal wieder neu erfinden? Viele Sachen sind immer wieder gleich und gerade dieses Thema da Standards nutzen und auch die immer wieder anzuwenden, ist, glaube ich, ein großes Thema. Und das zweite, das Thema Lebenszyklus. Wir haben von der Planung über unsere eigenen Produktionswerke, über ja, unsere ganze Bauleitung auf der Baustelle, das Begleiten des Baus und darüber hinaus auch das Service und also der Servicebereich und auch das ganze Thema Revitalisierung bei uns vor Ort. Und wir denken schon direkt vor, was alles passieren muss. Also auch Richtung Elektrohandwerk. Ein Besprechungsraum in einem Bürogebäude, den muss ich nicht jedes Mal neu erfinden, sondern wir haben da letztendlich unser Raumbuch und da sind alle möglichen Komponenten drin und die kann ich jedes Mal anwenden. Das heißt aber, ich denke auch schon dran, was über das Elektrohandwerk hinaus in diesem Raum passieren muss. Und ich glaube, das ist das Wichtige, auch da eben nicht nur in den einzelnen Silos zu denken, sondern ein Gebäude besteht aus ganz, ganz vielen Gewerken. Wir sind eine unheimlich fragmentierte Branche und da auch wirklich immer an alle Beteiligten zu denken und auch gemeinsam in die Planung zu gehen. Ihr löst auch ein großes Problem. Ich kenne das von vielen Handwerkskollegen, die berichten, oh meine Güte, da hat der Kollege hier oder da vielleicht nicht so genau gearbeitet. Nun muss ich das als Elektromeister wieder ausbügeln, wo da Dinge schiefgegangen sind. Das kann man durch eine ganzheitliche Planung und einfach auch in der gewerkeübergreifenden Denke dann natürlich viel besser lösen. Und am Ende auch viel schneller und entspannter ausführen. So habe ich dich jetzt verstanden, denn ihr setzt auch Roboter auf euren Baustellen ein. Wir testen es an den Stellen, wo es möglich ist, genau. Und das heißt, gerade bei den wiederkehrenden Geschichten, das hört man ja auch immer, das ist ja auch vielleicht immer wahnsinnig langweilig, dies wie mal zum 100. Mal die Schlitze zu klopfen oder da eine Bohrung zu machen. Ihr habt ja konkrete Zahlen, Deckenbohrungen, wie viel hat man in meinem Haus, wenn man das baut? Perfekt. Wir hatten es in einem Bürogebäude mit 8 Stockwerken, dass wir knapp 24.000 Deckenbohrungen haben. Und jeder, der schon mal eine Deckenbohrung durchgeführt hat, der weiß natürlich, wie anstrengend das Ganze ist. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr eindrucksvolle Zahl. Und das hört bei den Deckenbohrungen nicht auf. Wir hatten genauso ein Parkhaus mit insgesamt 240.000 Quadratmeter Deckenfläche, die gestrichen werden möchten. Also man merkt schon, das sind enorme Zahlen und das sind vor allem auch Arbeiten, die, glaube ich, jeder von uns schon mal zu Hause ausgeübt hat und wo jeder auch nachvollziehen kann, wie anstrengend das sein kann. Absolut. Ich meine, wer möchte hier 24.000 Deckenbohrungen machen, um Lichtinstallationen? Achso, okay. Nee, bei mir tut es nicht. Bei mir geht's jetzt? Okay. Dann wechseln wir das einfach hier so hin und her. Das ist ja sowieso perfekt im Dialog. Gut, wer möchte 24.000 Deckenbohrungen machen, um Lichtinstallationen auszuführen und so weiter? Schwierig genug, das ganze Thema. Deswegen, an solchen Stellen setzt ihr dann Roboter ein.
nicht als Ersatz für den Handwerker, sondern um den Handwerker an der Stelle auch zu entlasten von diesen Standardaufgaben? Genau, wir haben in dem Bereich Roboter getestet. Sie sind jetzt noch kein Standard bei uns auf den Baustellen, aber wir haben genau eben mal getestet, was bedeutet das denn eigentlich, was müssen wir vordenken, wie müssen wir die Planung vielleicht ändern, wie müssen wir die Baustelle vorbereiten. Und um auf das Thema Roboter als Werkzeug zu kommen, ja, natürlich als Werkzeug. Ich habe tatsächlich im Vorhinein nochmal nachgeschaut, der erste Akkuschrauber wurde vor ziemlich genau 50 Jahren in Japan entwickelt. Vorher hatte ich meinen Schraubenzieher, dann hatte ich den Akkuschrauber, auch letztendlich ein Werkzeug, um Dinge effizienter zu gestalten. Und genauso ist es mit dem Roboter. Der Roboter wird nicht alleine komplett das Haus bauen, aber er kann mich eben dort unterstützen oder auch den Handwerker oder die Handwerkerin dort unterstützen, wo eben Arbeiten wie zum Beispiel das Deckenstreichen oder das Bohren oder auch Einmessen, andere Bereiche, also einfach, wo Dinge effizienter gemacht werden und letztendlich man sich auf die Dinge konzentrieren kann, die wirklich nochmal weniger wiederholend sind, weniger körperlich anstrengend und die halt wirklich auch dieses, wo ich mein Expertenwissen nochmal mehr einsetzen kann und gewinnbringender einsetzen kann. Das ist ja gerade im Handwerk natürlich ein sehr zentrales Thema. Man braucht den Handwerker da, wo es wirklich um die konkreten, auch kreativen Leistungen darum geht, auch wirklich die komplette Kompetenz in das Thema einzubringen. Gerade für diese ganzen seriellen Aufgaben, das ist ja bisweilen eher ermüdend und es löst natürlich ein anderes Problem, nämlich den Fachkräftemangel. Das ist ja ein Riesenthema für das Handwerk, Leute zu finden, um halt genau große Bauobjekte auch umsetzen zu können. Also so ein Roboter hilft auch an der Stelle. Natürlich. Also er nimmt letztendlich, also wir haben das gerade, um auch nochmal beim Thema Malern zu bleiben, wir haben das da festgestellt, dass ein Roboter mit noch zwei letztendlich Malern genauso viel leisten konnte wie 5. Also das heißt, da konnte man einfach viel gewinnbringender die Fähigkeiten einsetzen, weil wir die Bereiche, wo eben der Roboter nicht rangekommen ist, wo ich spezielles Wissen brauche, wo ich irgendwie nochmal feiner arbeiten muss, wo ich einfach, ja, wo der Roboter nicht für geeignet bin, die kann ich dann eben von den Experten ausführen lassen. Aber diese großen, stupiden Flächen, wo ich wirklich nur so dastehe und das über Stunden mache, das kann ich mir eben sparen. Das heißt, es geht auf der einen Seite darum, das Fachkräfteproblem auch ein Stück weit in den Griff zu bekommen, gerade bei den wiederkehrenden Geschichten, wo nicht die komplette Kompetenz des Handwerks gefordert ist. Auf der anderen Seite ist es, so hört sich das an, über Kopf streichen, über Kopf bohren und so weiter, dass es auch ein Thema ist für Arbeitsgesundheit und Arbeitssicherheit. Auf jeden Fall. Also ich hatte mich damals auf der Baustelle auch mit den Malern unterhalten und es war immer so, boah, ich habe abends Nackenschmerzen und ich bin froh, wenn ich nicht ganz so viel an der Decke machen muss. Es gibt darüber hinaus natürlich auch nicht nur Roboter, es gibt auch das Thema Exoskelette, wo ich sozusagen wie so einen kleinen Rucksack auf habe, der mich unterstützt und ich dadurch sozusagen Gewicht reduzieren kann, oder unterstützt werde. Das heißt, da gibt es verschiedenste Ansätze, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass die Aufgaben, die ausgeführt werden, einfach so Gesundheit oder so, wie nenne ich es denn am besten, also gut für die Gesundheit sind letztendlich. Und dass ich eben nicht nur junge Menschen brauche, die dann solche Arbeiten ausführen können, sondern dass ich eben das über die komplette Zeit, die ich auch wirklich im Arbeitsleben bin, auch ausführen kann. Und da helfen halt, sei es jetzt Roboter, sei es jetzt Exoskelette oder auch weitere Themen. Das heißt, bei dem Skelett ist das quasi ein Rucksack, der in Ergänzung zu dem Menschen hilft, unmittelbar, also den Menschen an der Stelle auch nicht ersetzt. Ansonsten geht es aber auch so sehr um die Frage, wie ist diese Mensch-Maschine-Interaktion? Also was muss ich denn machen, als jemand, der bisher auf der Baustelle als Elektromeister ganz normal gearbeitet hat, um dann mit einem Roboter überhaupt klarzukommen? Oder stellt der sich auf mich ein? Wie funktioniert sowas? Sowohl als auch. Also es gibt die Roboter, wo ich letztendlich wie so eine Art Spielekonsole, die ich erstmal steuern muss, weil sie teilautonom sind, wo ich natürlich wirklich immer noch die genau bestimmen, welche Sachen ausgeführt werden. Es gibt letztendlich die Roboter, wo ich sage, hey, ich drücke den grünen Knopf und der Rest passiert einfach. Also es ist nicht so, dass ich das tiefe Know-how brauche. Wie programmiere ich einen Roboter? Wie muss ich
wie ist der aufgebaut, was sind die einzelnen Bestandteile dieses Roboters. Letztendlich sind diese ganzen Roboter so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind und dass sie eben auch, also ich selber habe auch schon einen bedient und das funktioniert und ich bin auch nicht ausgebildet in dem Bereich. Das heißt, sehr einfach einzusetzen, aber nun kann man ja nicht einfach sagen, okay, jetzt haben wir einen Roboter, der zum Beispiel Schlitze klopft für mich oder Bohrungen ausführt auf der Baustelle. Der muss ja vorher eine Anleitung haben, was er tun soll. Und das heißt wahrscheinlich auch Digitalisierung auf der Baustelle, oder was ist die Basis dafür, dass er überhaupt arbeiten kann? Natürlich, digitale Planung ist da an ganz vielen Stellen Basis, die benötigt wird. Es gibt auch tatsächlich die Lösungen, wo ich ja letztendlich über Sensoren, über LiDAR-Scanner so viel, also letztendlich nicht keine digitale Planung vorab brauche, aber bei ganz vielen Themen, gerade wenn es ums Schlitzen geht oder wo wirklich um präzise gesetzte Themen, oder es gibt ja auch Roboter, die malen mir letztendlich das Layout auf, wo zum Beispiel Trockenbauwände gesetzt werden müssen, wo Kernbohrungen durchgeführt werden. Das ist natürlich, da liegt klar eine digitale Planung zugrunde. Und das ist auch die große Herausforderung. Also ich habe selber so erlebt, dass ja, die Handwerksbetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, unsere Nachunternehmer, viele arbeiten bereits irgendwie mit 3D-Zeichnungen, aber viele auch nicht. Also bei vielen ist es 2D, bei vielen ist es PDF, also bei vielen ist es eine Handskizze. Und das ist die große Herausforderung. Wir sind wahnsinnig fragmentiert und es ist ja, ein sehr unterschiedlicher Stand vom Thema Digitalisierung vorhanden. Und es ist dann eine Herausforderung in dem Fall auf jeden Fall. Aber wie löst man das dann? Also wenn der Digitalisierungsgrad sehr unterschiedlich ist, heißt es ja in der Tat, dass man die Gewerke hier auch zusammenbringen muss auf der Basis eines digitalen Plans. Vielleicht ist der Einsatz eines Roboters noch das kleinere Problem im Vergleich dazu, diese gemeinsame digitale Basis herzustellen. Wie macht ihr das bei Goldbeck? Wie bringt ihr da alle digital auf ein Level? Also wir führen bei uns unsere Ausführungsplanung digital durch. Dann natürlich Werks- und Montageplanung liegt bei unseren Nachunternehmern. Und es ist, braucht man gar nicht drum lügen, es ist die große Herausforderung, weil wir natürlich auch, wenn wir jetzt gerade an das Thema BIM as Build, also auch so, wie ist das Gebäude denn wirklich geplant und wie kommen wir denn an die Daten, wie letztendlich alles gebaut ist es eine große Herausforderung, weil ja, letztendlich dann halt doch mal irgendwie eine Kabeltrasse ein bisschen länger ist, ein Lüftungsrohr mal ein bisschen kürzer ist und letztendlich, auch wenn ich weiß, grob hier soll meine Kabeltrasse hin, es auf der Baustelle dann doch immer wieder ein bisschen anders aussieht. Und das ist natürlich ja, eine große Herausforderung. Wir setzen bei uns jetzt inzwischen auch das Thema Augmented Reality ein, wo ich dann einfach mit einem iPad sozusagen schon mal mir anschauen kann, wo sollte denn eigentlich diese Kabeltrasse sitzen? Und wo sitzt sie denn, wo sehe ich sie denn in Realität? Also um da erstmal direkt schon mal einen Vergleich schaffen zu können. Und so gehen wir da Step by Step voran. Das heißt, bei euch, bei diesen Großprojekten, gebt ihr im Grunde genommen das Thema Digitalisierung ein Stück weit vor. Bei den Handwerkern, mit denen ihr arbeitet, setzt ihr das voraus, dass die digital arbeiten? Oder welche Hilfsmittel gibt ihr denen, um mit Goldbeck zusammen dann solche Projekte umsetzen zu können? Wir haben natürlich, und aus so einer Abteilung komme ich auch, verschiedenste Zentralabteilungen, wo wir sagen, wir möchten natürlich auch das Handwerk unterstützen, weil wir wissen, wir haben die Kapazitäten, wir haben eine Innovationsabteilung, wir haben eine BIM-Abteilung, auch das Thema Robotik, wo wir sagen können, hey, wir können, also mir bringt es nichts, einen Malerroboter oder einen Bohrroboter einzusetzen, weil letztendlich ist das für das Handwerk. Aber wir wissen, es ist einfach es ist sowieso Fachkräftemangel, es ist viel zu tun, Projekte zu stemmen und da ist es schwierig, solche, ja, ich sag mal, Pilotprojekte mal voranzutreiben. Und da versuchen wir, so gut es geht, zu unterstützen, gemeinsam mit dem Handwerk eben auch die Lösungen voranzutreiben, uns Meinungen einzuholen, Workshops zu machen und zu sagen, hey, was sind denn eure Probleme, wie können wir denn auch da gemeinsam vorangehen? Okay, sehr spannend. Das heißt, Goldbeck hilft an der Stelle auch dem Handwerk selber.
dem Handwerk selber, solche Themen dann in den Griff zu bekommen und durch die Digitalisierung auch solche Themen zu lösen. Also kann man auf der einen Seite sagen, wer mit euch zusammenarbeitet, hat es sowieso schon ganz gut, aber ihr helft den Betrieben einfach auch noch mal ein bisschen diese Steps nach vorne zu bekommen und einfach auch gerade in Richtung Digitalisierung das insgesamt zu schaffen. Wunderbar, vielen Dank einmal für den Einblick, den wir jetzt hier bekommen haben über den Einsatz von Robotik. Die Frage, meine Damen und Herren, ist natürlich, gibt es Fragen von Ihrer Seite? Möchten Sie gerne von Maxi Straubner etwas wissen, wie Robotik wirklich auf der Baustelle helfen kann und welchen Produktivitätsvorteil Sie vielleicht daraus ziehen können? Ja, vielen, vielen Dank an euch beide. Das gebe ich einmal weiter. Gibt es Fragen aus dem Publikum zu dem Thema? Ansonsten gerne nochmal drüber nachdenken. Tatsächlich kam von zu Hause, von den Geräten etwas, und zwar: Was ist eigentlich, wenn ein Roboter auch ohne menschliche Kontrolle arbeitet? Funktioniert das auch? Würde der 24 Stunden durcharbeiten und gibt es so etwas? Ich persönlich habe jetzt noch keinen Roboter bei uns auf den Baustellen gesehen, der 24 Stunden durcharbeitet. Ich glaube, das kann man so ein bisschen beschreiben wie das Thema autonomes Fahren, wo es eben von gar nicht automatisiert bis komplett autonom Fahren geht. Und wir sind da gerade irgendwo in der Mitte, wo wir sagen, hey, es gibt teilautomatisierte Lösungen, aber ich habe es zumindest noch nicht erlebt, dass komplett autonom die Baustelle da betrieben wird von Robotern. Vielen Dank. Und eine zweite Frage ist noch reingekommen. Was kostet überhaupt so ein Roboter? Ist das fürs Handwerk erschwinglich? Natürlich ist es Hardware irgendwo, es sind Investitionskosten, aber das ist den ganzen Herstellern, da sind ja auch sehr viele Startups in dem Bereich aktiv, wie auch etablierte Unternehmen. Es gibt As-a-Service-Thematiken, Leasingverträge, also da gibt es Lösungen, wie man mit dem Thema umgehen kann. Einen genauen Preis kommt natürlich auf die Lösungen an, könnte ich jetzt nicht nennen, Klar. aber man versucht da, oder auch die einzelnen Unternehmen versuchen natürlich die Einstiegshürde da so gering wie möglich zu gestalten. Vielen Dank. Ich blicke nochmal in die Runde. Falls keine Fragen mehr da sind, dann herzlichen Dank an dieses spannende Thema. War wirklich klasse. Vielen Dank. Danke sehr. Danke.